Ach ja, heute ist ein guter Tag, ein sehr guter Tag. Ich spüre das. Spürt ihr das auch? Also ich fühle mich gut heute. Ich denke nicht, dass es heute irgendetwas gibt, was mich aus meiner Ruhe bringen kann. Überhaupt nichts. In fact, it's the largest Holocaust in history, with 3 trillion individuals brutally murdered every year. I don't say things that people want me to say. I speak the truth, and the truth is harsh. I know people don't want to hear that there's a Holocaust taking place, that they're taking part in, but that's a fact. I'm not being dramatic. Der Holocaust der Tiere, der ist extrem. Der größte ethische Notfall, den wir aktuell haben auf der Welt, das ist natürlich die Tiersklaverei, der Holocaust der Tiere. Ich bin nicht bereit, hier in irgendeiner Weise in die Defensive zu gehen. Das ist ein Holocaust. Und wer will, dass das nicht mit dem vorhergegangenen anderen Holocaust verglichen wird, trägt Mitverantwortung dafür, dass das weiter vonstatten geht. Veganer oder nicht Veganer. Da habe ich jetzt selbst Verantwortung übernommen, um den Holocaust an den nichtmenschlichen Tieren zu beenden. Der Holocaust-Vergleich, der ist mir besonders hängen geblieben, weil es da gewisse Parallelen gibt. Oh. Thesen. Die Gleichsetzung von Holocaust und Tierkonsum ist falsch. Der Vergleich beider ist möglich. Der Vergleich erfüllt seine Funktion nicht. Es gibt bessere Wörter, um zu beschreiben, was in der Tierindustrie passiert. NS-Bezüge und NS-Vokabular bringen uns nicht weiter, wenn es um den Tierkonsum geht. Puh, das wird ein hartes Video. Ich glaube, bevor ich loslege, stärke ich mich noch ein bisschen. Esse ich lieber den Apfel oder esse ich lieber die Birne? Was haben die beiden denn gemeinsam? Also, beide sind Obstsorten und haben viel Vitamin C, Antioxidantien und Mineralstoffe. Außerdem wachsen beide an Bäumen und haben gestielte, zwittrige, fünfzählige und radiärsymmetrische Blüten. Aber die beiden haben natürlich auch viele Unterschiede. Zum Beispiel ist so ein Apfel fest und knackig, aber so eine Birne, die ist eher weich und zart. Von der Form her sieht so ein Apfel eher aus wie ein Globus und so eine Birne sieht aus wie so eine Matroschka. Und natürlich esse ich Äpfel auch viel lieber als Birnen. Also, was soll ich machen? Es gibt da nur eine Option für mich, da ich aus dem Osten komme. Ich esse die Banane. Ich grüße euch zum dritten Teil der Reihe Militanter Veganismus. Ich hätte den Apfel natürlich auch mit einem Stein vergleichen können oder mit einem Zollstock oder mit einem endoplasmatischen Retikulum. Habe ich jetzt leider keins hier, aber was hätte mir das denn genützt? Ich wollte ja etwas essen. Das machen wir, wenn wir vergleichen. Wir prüfen, ob Objekte oder Ereignisse in Bezug auf bestimmte Kriterien gleich sind oder nicht. Und je mehr Unterschiede es gibt, desto ungleicher sind Objekte oder Ereignisse. Apfel und Birne haben beide Vitamin C und sind in dieser Hinsicht gleich. Eine Schmich hat, wenn ich mich nicht täusche, kein Vitamin C und ist in dieser Hinsicht verschieden von einem Apfel. Ein Vergleich ist ein Vorgang, der zu einer Gleichsetzung hinsichtlich bestimmter Kriterien führen kann. Soweit, so banal. Warum vergleichen wir historische Ereignisse? Um aus der Geschichte zu lernen und zu verhindern, dass sich schreckliche Ereignisse wiederholen. Um zu prüfen, ob wir als Gesellschaft besser geworden sind. Aber auch, um Schrecken fassbar und anschaulich zu machen und auszudrücken, was gegenwärtig passiert. Und was passiert gegenwärtig? Da geht ja das Problem schon los. Was genau wird mit dem Holocaust verglichen, wenn vom Tierholocaust die Rede ist? Es geht nicht um alle Tiere, sondern um jenes System in Politik, Wirtschaft und Konsum, in dem bestimmte Tiere zu Waren, Körpern und Arbeitsmitteln degradiert sind. Ich nenne dieses System Tierkonsum. Schaut gerne hier, wenn ihr mehr über den Begriff erfahren wollt. Was ist der Holocaust? Unter dem Holocaust versteht man die systematische, staatlich organisierte Verfolgung und Ermordung von 6 Millionen Juden durch das NS-Regime, seine Verbündeten und Kollaborateure. Der Holocaust war ein Prozess in mehreren Phasen, der zwischen 1933 und 1945 in ganz Europa stattfand. Wer in deutschsprachigen Ländern in Diskussionen und Diskursen vom Holocaust spricht, der meint diesen Kontext und nichts anderes. Wir können uns also den Verweis auf die ursprüngliche Bedeutung an dieser Stelle sparen.
Ich persönlich spreche deshalb auch lieber von Shoah, weil dieser Begriff aus der Opferperspektive stammt und kein Kampfbegriff ist. Aber uns geht es ja in diesem Video um den Holocaust-Vergleich, also werde ich auch von Holocaust sprechen. Wir schauen uns im Folgenden die Unterschiede zwischen Holocaust und Tierkonsum an. Ich will aber dazu sagen, dass ich kein Historiker bin und keine weitergehende historische Bildung habe, abgesehen von dem semi-erfolgreichen Besuch des Leistungskurs Geschichte. Ich bin mir aber sicher, dass ich an der einen oder anderen Stelle ungenau bin oder sogar falsch liege. Aber so die grundsätzliche Richtung, ich denke, die bleibt davon unberührt. Ich will nur zeigen, was möglich wäre und in welche Richtung es gehen könnte, wenn man ernsthaftes Interesse an dem Vergleich hätte. Die folgende Aufzählung hat 10 Punkte und ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten. Ich betrachte die Liste definitiv nicht als abgeschlossen und die Reihenfolge sagt auch nichts über die Relevanz der Punkte aus. Also legen wir los. Absicht und Motive. Das Ziel des Holocaust war die Vernichtung und Auslöschung jüdischen Lebens. Nicht nur körperlich sollten jüdische Menschen den Tod finden. Sie sollten auch juristisch, moralisch und geschichtlich vernichtet werden. Sie sollten überhaupt aufhören zu existieren. In Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Warum? Aus Hass, aus Antisemitismus. Den Tierkonsum leitet nicht Hass, sondern ökonomische Verwertung, Genuss und Versorgung mit Energie. Die Tötung von Tieren ist Mittel zum Zweck. Tiere sollen permanent existieren, um Fleisch, Milch, Eier, Wolle, Leder, Pelz, Unterhaltung, ästhetische und emotionale Befriedigung und wissenschaftliche Erkenntnisse zu liefern. Einverleibung. Jüdische Personen konnten für Nazis und AntisemitInnen nicht weit genug weg sein. Wir dagegen, wenn wir Schweineschnitzel, Rinderfilet oder Forelle essen, wir nehmen Tiere in uns auf, wir verleiben sie uns ein und gehen dadurch eine Art körperliche Verbindung mit ihnen ein. Diese Verbindung ist perfide, ekelhaft und ethisch natürlich durch und durch abzulehnen. Aber es ist eine Verbindung. Profitorientierung. Durch Tode lässt sich nicht viel Geld machen. Der Holocaust folgte, wie gesagt, antisemitischen Motiven. Nicht Kriterien wirtschaftlicher Rationalität. Auch sollten die Erträge durch Raub und Aneignung jüdischen Eigentums nicht zu hoch angesetzt werden. Und am Ende des Zweiten Weltkriegs, als das Kriegsmaterial knapp wurde, da liefen die Hochöfen am intensivsten. Dagegen der Tierkonsum. In Deutschland betrug der Nettoumsatz der Tierhaltung 2022 17,4 Milliarden Euro. Global betrachtet ist der Tierkonsum ein Billionengeschäft und nicht vom kapitalistischen Profitstreben zu trennen. Lokaler und zeitlicher Bezug. Antisemitismus war zur NS-Zeit nicht neu und doch markierte die industrielle Vernichtung jüdischen Lebens einen Wendepunkt. Innerhalb von nur 6 Jahren vernichteten die Nazis und Helfende mindestens 5,6 Millionen Jüdinnen und Juden und das war begrenzt auf Deutschland und von Deutschland beherrschte Gebiete. Dagegen der Tierkonsum. In jedem Land sind Tiere für Menschen Ressourcen, Waren und Arbeitsmittel. Wie viele Tiere werden jährlich überall auf der Welt getötet? Über 60 Milliarden. Und das sind nur Landtiere. Der Holocaust endete 1945 und dauerte je nach Datierung 4 bis 12 Jahre. Die Massentierhaltung gibt es seit den 1960er Jahren. Das bedeutet aber nicht, dass vorher nicht auch schon Tiere industriell getötet wurden. Der Tierkonsum hat keinen genauen Anfang und es ist auch nicht abzusehen, dass er ein genaues Ende haben wird. Rechtlicher Rahmen. Sowohl im Kaiserreich als auch in der Weimarer Republik besaßen Jüdinnen und Juden das volle Bürgerrecht. Sie waren gleichberechtigt, wenn auch nicht frei von Diskriminierung. Spätestens aber mit den Nürnberger Gesetzen von 1935 war die Minderwertigkeit jüdischen Lebens gesetzlich gesichert. Juden und Jüdinnen wurden systematisch entrechtet. Tiere dagegen waren nie rechtlich auch nur annähernd gleichgestellt. Und so zynisch das jetzt klingen mag im Angesicht der Grauen und Leiden der Tiere in den Mastanlagen und außerhalb, rechtlich hat sich die Situation für Tiere in den letzten Jahrzehnten verbessert, wie wir am Beispiel des Kükentötens und des Verbotes von Qualzuchten sehen können. Auch wurde 2002 Tierschutz als Staatsziel in das Grundgesetz aufgenommen. Beteiligung und Relevanz. Wie viel die deutsche Bevölkerung vom Holocaust wusste, das ist nicht klar. Aber Fakt ist, dass man hätte wissen können, wenn man gewollt hätte. Die Ausrottung jüdischen Lebens mag als Propagandaziel bekannt gewesen sein.
Die genauen Details aber waren kein Allgemeinwissen. Das impliziert, dass der Großteil der Bevölkerung nicht aktiv am Holocaust beteiligt war. Dagegen der Tierkonsum. Nicht nur ist allgemein bekannt, was mit Tieren passiert, vielmehr unterstützt die Bevölkerung aktiv den Tierkonsum. Ja, die Menschen posieren auf Bildern mit Teilen von Tierkörpern und brüsten sich mit stolz geschwellter Brust, ihrer blutigen Kulinarik und ihren perfiden Jagd- und Angelstrecken. Biografie der Opfer. Juden und Jüdinnen hatten Berufe, Ausbildungen, Hobbys, waren in Synagogen, haben studiert, geschrieben und am gesellschaftlichen Leben teilgenommen. Sie hatten Freundschaften und haben geliebt. In der Tierindustrie dagegen treten Tiere als Nummern und reines Fleisch auf. Jede Individualität ist ihnen von vornherein versagt. Psychologische Dimension. Ein Kalb wird seiner Mutter entrissen und schreit. Ein Mädchen wird seiner Mutter entrissen und schreit. Können wir das Leiden gleichsetzen? Ich lasse die Frage offen. Klar scheint mir, dass es einen Unterschied macht, ob man jemanden in ein enges Gehege pfercht und mästet oder ob man jemandem Seife gibt und in eine Dusche schickt. In den Mastanlagen ist den Tieren jegliche Flucht, jegliches Verständnis, jegliche Hoffnung versagt. Können Schweine hoffen? Können Rinder reflektieren, warum Menschen ihnen antun, was Menschen ihnen antun? Tiere sind in ein System hineingeboren, das sie nicht verstehen. Jüdische Menschen dagegen konnten hoffen, reflektieren, Sinn geben, gar Fluchtwege ersinnen. Gleichzeitig kam aber immer noch die Angst hinzu. Der psychologische Terror der Selektion, die Erniedrigung durch entwürdigende Akte vor anderen Inhaftierten, die Unwissenheit über Familienmitglieder, aber auch außerhalb der Lager die Angst, von den Nazis gefasst zu werden. Widerstand. Der Widerstand durch die Opfer war im Holocaust gering, aber er war da. Juden und Jüdinnen erhielten die eigenen religiösen Feiertage, versteckten andere Häftlinge oder versuchten, Nachrichten aus den Lagern zu schmuggeln. Kapos, also inhaftierte Mitarbeitende der Lagerleitung, aber auch Inhaftierte untereinander konnten sich Nahrung und Zuspruch geben. In den Vernichtungslagern Treblinka und Sobibor gab es Aufstände und Revolten. Wenn alles versagte, so gab es immer noch einen Rest an Solidarität, der sich nicht verhindern ließ. Dagegen die Tiere. Auf engstem Raum eingesperrt attackieren sie einander, reißen einander die Federn und Hautfetzen raus, fressen einander an, trampeln aufeinander herum. Das Gefühl der Hoffnung, die kurzzeitige Linderung von Leid durch Solidarität, das ist Tieren in ihrer Verlassenheit versagt. Politische Bedeutung. Da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei geführt haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen, verkündet die Generalversammlung diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Die Akte der Barbarei, am eindrücklichsten der Holocaust, veranlassten die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Der Holocaust markiert eine Zäsur in der Entwicklung der Menschheit. Auschwitz, Treblinka, Sobibor. Sie stehen für den Inbegriff des radikal Bösen und konstituieren die europäische und insbesondere die deutsche Nachkriegsgeschichte und Politik. Bis heute. Wo ist die Empörung über die Tierindustrie? Wo ist der Aufschrei? Er bleibt aus. Ja, die Menschen pochen auf ihr Recht auf Fleisch und verbinden die Massentierhaltung mit Wohlstand und Genuss. So, noch mehr ließe sich sagen über die Eskalationsdynamik und die Gewöhnung an das Grauen, die geschichtliche Entwicklung, Top-Down und Bottom-Up-Ansätze. Aber ich belasse es hierbei. Der Vergleich ist erfolgt. Und was hat der Vergleich hervorgebracht? Unterschiede um Unterschiede, fundamentale Unterschiede. Brauchen wir uns bei so vielen Unterschieden die Gemeinsamkeiten überhaupt noch anzuschauen? Meine Antwort ist, Denn was bringen uns die Gemeinsamkeiten jetzt noch? Offensichtlich sind der Holocaust und der Tierkonsum zwei sehr verschiedene Phänomene. Aber hier ist mein Zugeständnis. Ich bin durchaus für den Vergleich, aber als Methode, um wirklich Wissen und Erkenntnisse zu generieren. Der Vergleich gehört an die Universität, in die Wissenschaft. So wie es Holocaust-Forschung gibt, sollte es auch Tierkonsumforschung geben. Also wenn ihr noch auf der Suche für ein Thema, für eine Masterarbeit oder eine Doktorarbeit seid oder jemanden kennt, der da auf der Suche ist, da habt ihr ein Thema. Den Vergleich ziehen, um die Unterschiede deutlich zu machen und den Tierkonsum besser zu verstehen. Ja. Den Vergleich ziehen, um mit argumentativer Gewalt zwei sehr unterschiedliche Phänomene einander angleichen zu wollen. Nein. Es ist ein Gebot aktivistischen Anstands, intellektueller Integrität und reflektierter Redlichkeit, den Vergleich abzulehnen.
Der Vergleich hat auf der Straße und im Aktivismus nichts zu suchen, schon allein aus inhaltlichen Gründen, aber auch, weil er seine Funktion nur bedingt erfüllt. Welche Funktion hat der Holocaust-Vergleich? Er soll schockieren, er soll Empörung hervorrufen, er soll Aufmerksamkeit wecken. Moment, ihr geht mit Megafon ins McDonald's und in Züge. Und das ist dann nicht Aufmerksamkeit genug? Ich möchte an Aktive erinnern, die sich auf Straßen geklebt haben. Diese haben Ablehnung durch die restliche Bevölkerung erfahren. Und da ging es um unsere eigenen Lebensgrundlagen. Hier geht es nur um Tiere, um im speziesistischen Mindset zu bleiben. Ich hoffe also, ihr versteht mich in diesem Punkt nicht absichtlich falsch. Erweisen wir der veganen Bewegung und den Tieren mit dem Holocaust-Vergleich nicht einen Bärendienst? Ich habe nur sehr wenige Zweifel daran. Der Vergleich ist in der veganen Bewegung selbst ja auch heftig umstritten und es mutet ziemlich wohlfeil an, aus Österreich nach Deutschland zu kommen und uns etwas vom Holocaust erzählen zu wollen, als ob es im Sinne politischer Verantwortung nicht gerade auch an uns liegt, für die Singularität des Holocaust einzutreten und uns entschieden mit Juden und Jüdinnen zu solidarisieren. Was also sollte uns dazu verleiten, den Vergleich weiterhin zu benutzen? Und es gibt doch Alternativen, weitaus bessere Alternativen. Permazid ist ein normatives, anthropozentrisches Konzept, das die systematische, institutionalisierte und fortwährende Züchtung und Tötung von nichtmenschlichen Tieren zu dem Zweck, sie für entbehrliche Produkte, Dienstleistungen auszubeuten, bezeichnet. Der Begriff setzt sich aus permanent, dauerhaft und der Endung zid zusammen, die aus dem Lateinischen stammt, cidium, Tötung, cida, Töter. Er verweist auf den größten und langanhaltendsten Massenmord der Geschichte, der niemals enden soll. Ich plädiere darüber hinaus für die Rückbesinnung auf den Begriff des Bösen. Was in den Mastanlagen passiert, das ist das radikale Böse. Und dieses Böse ist wahrlich banal in seiner Rechtfertigung. Es schmeckt halt so gut. Wer trotz der vielen Unterschiede, trotz der besseren Alternativen, trotz des Widerstandes aus der Bevölkerung noch an dem Vergleich festhält, der oder die ist einfach nur borniert. Und am Ende nicht besser als jene Tierkonsumierenden, die zum wiederholten Male was von Löwen, Nahrungskette und Natürlichkeit schwadronieren. So, gibt es Fragen oder Anmerkungen bis hierher? Du weichst ja panisch aus. Panisch Also nicht, was ist dann panisch deine nicht. gute Begründung dafür, diese faschistische Gewalt an Tieren zu unterstützen? Das ist eine sehr suggestive Frage. Dann definier mir Das Faschismus und sag mir, faschistische warum das Gewalt. kein Faschismus ist, was an den Tieren war. Gut, wer fragt, der soll geantwortet werden. Faschismus lässt sich definieren als eine Form politischen Verhaltens, das gekennzeichnet ist durch eine obsessive Beschäftigung mit Niedergang, Demütigung oder Opferrolle einer Gemeinschaft und durch kompensatorische Kulte der Einheit, Stärke und Reinheit, wobei eine massenbasierte Partei von entschlossenen, nationalistischen Aktivisten in unbequemer, aber effektiver Zusammenarbeit mit traditionellen Eliten demokratische Freiheiten aufgibt und mittels einer als erlösend verklärten Gewalt und ohne ethische oder gesetzliche Beschränkungen Ziele der inneren Säuberung und äußerlichen Expansion verfolgt. Niedergang, Opferrolle, Aufgabe demokratischer Freiheiten als erlösend verklärte Gewalt, Säuberung, Expansion, trifft auch nur irgendetwas davon auf den Tierkonsum zu? Ich meine, es ist nicht mal klar, wie sehr der Begriff Faschismus auf die AfD passt, geschweige denn auf deren Wählende. Auch bei Donald Trump handelt es sich wohl eher nicht um einen Faschisten. Und jetzt festhalten, war Hitler ein Faschist? Die überraschende Antwort, Hitler war woke. Ihr glaubt mir nicht? Hitler hat gegendert. Wer hätte das gedacht? Im Ernst, Faschismus und Nationalsozialismus lassen sich nicht als Synonyme betrachten, da dem Faschismus zum Beispiel das antisemitische Element als Identität fehlt. Ich halte es für unzutreffend, Menschen, die Bockwurst essen oder Milch trinken, als Nazis, Faschisten, Hitler für die Tiere oder sonst was zu bezeichnen. Das gilt übrigens auch umgekehrt. Veganer und Veganerinnen als Salatnazis oder Gemüsefaschistinnen zu bezeichnen, das zeugt von einem tiefen Willen zur Unredlichkeit und mangelndem intellektuellen Anstand. Wollen sich Aktive wirklich damit gemein machen? Das Hufeisen lässt grüßen. Ihr wollt auf die Vernunft und die Einsichtsfähigkeit der Menschen setzen, aber wie Tierkonsumierende am Schnitzel haltet ihr am Holocaust-Vergleich fest. Ihr tut damit weder den Tieren einen Gefallen, noch kommt ihr in der Erkenntnis auch nur einen einzigen Schritt weiter. Im Gegenteil. Wer auf dieses Vokabular besteht und auch auf den Holocaust-Vergleich, der relativiert damit nicht nur den Holocaust und die NS-Zeit, sondern verhindert zu erkennen,
was speziell und eigen am Tierkonsum ist. Und so führt mich als Zwischenfazit die Singularität des Holocaust, die hier nicht zur Debatte steht, zur Eigen- und Einzigartigkeit des Tierkonsums. Ich möchte noch auf ein paar Argumente und Aussagen eingehen. Alle stimmen zu. Holocaust-Opfer wurden wie Tiere behandelt. Was heißt das dann im logischen Umkehrschluss? Zur NS-Zeit wurden Holocaust-Opfer nicht wie Tiere behandelt. Die Rechtslage und der Aufenthalt in den Lagern waren grundsätzlich verschieden. Man könnte zwar argumentieren, dass Tiere heute behandelt werden, wie Holocaust-Opfer früher behandelt wurden, aber auch da, ich wüsste nicht, dass Holocaust-Opfer vorsätzlich ins Leben gebracht, gemästet und auf engstem Raum eingesperrt oder körperlich verstümmelt wurden. Es ist nicht der Holocaust, aber ein Holocaust, so wie es zum Beispiel den nuklearen Holocaust gab. Holocaust in seiner ursprünglichen Bedeutung heißt vollständig verbrannt und bezeichnet ein Brandopfer. Nun, warum auf den Ursprung verweisen? Nach der Logik können wir auch wieder das N-Wort benutzen oder eine Swastika am Arm tragen. Warum überhaupt den Begriff Holocaust aneignen wollen, ihn damit ein Stück weit jüdischen Menschen entreißen wollen? Außerdem geht es im Aktivismus ja gerade um den Holocaust und die wenigen Parallelen. Ihr solltet nicht auf der einen Seite den NS-Bezug benutzen, um gleichzusetzen, um dann auf die ursprüngliche Bedeutung hinzuweisen. Also verkauft die Leute doch bitte nicht für blöd und tragt nicht weiter zum inflationären Gebrauch und damit zur Abnutzung des Wortes bei. Der Vergleich rüttelt auf, man muss provozieren. Der Vergleich rüttelt nicht auf, er macht die Menschen schwindelig und erzeugt bei ihnen Übelkeit. Und Menschen gehen nicht zu dem zurück, was ihnen Übelkeit und Schwindel bereitet. Es fehlen Daten, Umfragen, gesicherte Evidenzen. Schaut euch doch die Kommentare an, wenn der Vergleich gezogen wird. Schaut euch auch den Widerstand gegen den Begriff innerhalb der Szene an. Also mir reicht das vollkommen, um den Vergleich auch strategisch durch und durch abzulehnen. Permazid ist als Begriff noch nicht etabliert. Das Wort Holocaust kennen die Menschen. Nun, wenn der Begriff Permazid der breiten Masse noch nicht bekannt ist, dann wisst ihr ja, was ihr zu tun habt. Das Ergebnis ist das gleiche und den leidenden und getöteten Tieren sind Motive und Intentionen egal. Am Ende steht der Tod, ja, aber auch hier. Tiere werden gemästet und maschinell oder per Hand mit Messern getötet. Das Gas dient der Betäubung, die nicht immer funktioniert und Tiere teilweise bei Bewusstsein der Tötung aussetzt. Juden und Jüdinnen dagegen wurden weder gemästet noch mit Messern getötet. Und neben der Tötung durch Gas gab es auch noch Tötungen durch Massenerschießungen. Und es widert mich ehrlich gesagt wirklich richtig an, hier verschiedene Tötungsmethoden gegenüberzustellen. Wer den Vergleich ablehnt, gesteht ein, dass das Leiden der Tiere zweitrangig ist und verharmlost deren Leid. Nein, ganz im Gegenteil. Wer begrifflich beim Holocaust stehen bleibt, verkennt, was einzigartig am Leiden der Tiere ist. Wenn das, was Tieren passiert, mit Menschen geschehen würde, würden wir auch von Holocaust sprechen. Eben nicht. Das verdeutlicht eigentlich nur nochmal den Punkt, dass wir neue Begriffe brauchen. Wenn ganz genau das, was mit Tieren passiert, wenn die geschichtliche Entwicklung, wenn alle Umstände, Motive, Intentionen und Resultate gleich wären, dann würde das in der Bewertung nichts ändern und es wäre ebenfalls kein Holocaust. Juden und Jüdinnen selbst verwenden den Vergleich. Ja, und viele Juden und Jüdinnen lehnen den Vergleich ab oder ziehen sogar vor Gericht, um dagegen zu klagen. Punkt erledigt. Wenn alle jüdischen Personen den Vergleich ziehen und vehement fordern würden, wäre die Lage vielleicht ein bisschen anders. Aber so ist es wohlfeil, sich nur auf eine Seite zu berufen. Damit sind wir am Ende. Also wortwörtlich, wenn uns als Bewegung nichts Besseres einfällt als der Holocaust-Vergleich. Gerne hätte ich euch noch was erzählt über die Kritik der instrumentellen Vernunft, über kritische Theorie, Dialektik der Aufklärung, Horkheimer, Adorno. Über Hannah Arendt hätte man auch sehr gut sprechen können. Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Gerade dieser totale Herrschaftsbegriff ist anknüpfungsfähig, definitiv anknüpfungsfähiger als der Holocaust-Vergleich. Es gibt ja auch ein sehr interessantes Kapitel zum Konzentrationslager. Und falls noch jemand Themen für Essays, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten oder Doktoratsarbeiten sucht oder jemanden kennt, da gibt es auf jeden Fall noch Forschungsbedarf. Die Bundeszentrale für politische Bildung, von der ich übrigens kein Geld für die Werbung bekomme oder wie auch immer, die hat auch sehr viele Bücher online, die man bestellen kann und viele Artikel, wo ich auch sehr viel interessante Sachen erfahren und gelernt habe. Kann ich also auch nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen.
Und ja, ein paar Wikipedia-Artikel können sicherlich auch nicht schaden, einfach um sich die Komplexität des Themas mal vor Augen zu führen. Geht gerne nochmal an den Anfang des Videos zurück, wo die 5 Thesen eingeblendet sind, und dann könnt ihr ja mal selbst prüfen, was von den Thesen noch Bestand hat oder wo ihr sagt, jetzt nachdem ihr das Video hoffentlich gesehen habt, das geht ja dann doch nicht so richtig auf. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, auf Wiedersehen und denkt daran, dass wir den Holocaust-Vergleich überwinden müssen. Ja, was haben wir denn hier? Ich werde im Folgenden der Leserlichkeit wegen eine geschlechtergleiche Sprachform unterlassen, bitte aber darum, an der Stelle, wo ich in der männlichen Person schreibe, die weibliche Person mitzulesen. Die Shoah diente der Vernichtung einer ganzen Rasse und war das Ergebnis der Ideologie einiger weniger. Rasse ohne Anführungszeichen. Diejenigen aber, die die Massentierhaltung partout nicht mit der Shoah in Verbindung bringen möchten, sollten sich darüber im Klaren sein, dass es signifikante Gemeinsamkeiten gibt. Die willkürliche Einteilung einer Gruppe von Lebewesen in lebenswertes und lebensunwertes Leben und die billigste und abscheulichste Vernichtung in Massen- und Akkordarbeit Stunde um Stunde, Minute um Minute, Sekunde um Sekunde. Hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben. Wer hat das geschrieben? Derjenige möge doch bitte mal seine Hand heben. Wow. Ich muss es bekennen, das stammt aus meiner Feder oder Tastatur von 2012. Und ja, warum teile ich euch das mit? Um euch zu zeigen, dass ich weiß, woher das komme, dass ich die Argumente auch schon länger kenne, dass ich den Impuls und den Drang zu diesem Holocaust-Vergleich zu greifen auch nachvollziehen und verstehen kann. Aber es ist gleichzeitig sehr erschreckend zu sehen, dass sich hier in über einem Jahrzehnt absolut nichts getan zu haben scheint. Der Kanalname ist Kritik des Veganismus, und Kritik, das ist immer sowas, was man so locker leicht vor sich hertragen kann. Natürlich, ich bin kritisch. Alle anderen sollen auch mal kritisch sein. Ich bin nicht ideologisch, nur die anderen sind ideologisch. Kritik ist wirklich etwas, was man als einen Prozess verstehen muss. Kritik kann nicht bedeuten, immer sofort die eigene Meinung umzuwerfen bei jedem kleinsten Gegenargument oder was auch immer, sondern Kritik kann nur bedeuten, dass man sich auf eine Auseinandersetzung einlässt mit den eigenen Positionen, mit den eigenen Argumenten. Und das kann auch bedeuten, die Auseinandersetzung im Außen zu suchen, also mit Diskussionen, mit Leuten, die wirklich auch die intellektuelle Kapazität haben, bestimmte Dinge zu durchdringen. Es kann aber auch bedeuten, Bücher zu lesen. Da kann man sehr viel davon lernen. Ansonsten habe ich die Erfahrung gemacht, dass diejenigen, die sich kritisch nennen oder selbstkritisch oder was auch immer, diejenigen sind, die eigentlich am ehesten eine Selbstkritik auch wirklich nötig hätten und am wenigsten dazu auch fähig sind. Wir sind dann ganz schnell bei Querdenkenden, die auch überhaupt gar keine andere Meinung als ihre eigene Position zulassen. Dabei ist Kritik, wie schon gesagt, ein Prozess, wie Essen auch ein Prozess ist. Man beißt nicht einfach ab, sondern man kaut und man geht durch bestimmte Stadien in diesem Prozess. Nur ist es bei Kritik hoffentlich so, dass am Ende etwas Gutes dabei herauskommt.